würde sagen, ich bewege mich an den Rändern der Kunst und darüber hinaus. Ja. Sozusagen also deutlich außerhalb der Kunst. Ich wurde 2009 von Max Hollein gefragt, eben eine Ausstellung hier zu veranstalten, ohne dass er mir dafür eine Ausstellungsfläche angeboten hat. Also sozusagen eine Ausstellung zur Ausstellung. Und 2009 hat hier die Ausstellung Der Meister von Flemal und Roger von der Weyden stattgefunden. Diese Ausstellung habe ich dann begleitet im Sinne von, dass ich einen Bereich ausgelotet habe, nämlich der Bereich von Publikationen, sprich Katalog, Poster, Postkarten, Flyer. Diesen Bereich habe ich dann fehlerhaft reproduziert, im Gegensatz zu den offiziellen Flyer der Ausstellung von Der Meister von Flemal. Und zwar in der Form einer CMYK-Produktion, sprich die 4 Farben, die normalerweise auf einem Papier landen, habe ich auf 4 verschiedene Papiere drucken lassen oder sozusagen den Druckprozess separieren lassen und habe dann eben diese Vervierfachung der offiziellen Druckmedien erhalten. Und es gab eben auch die Kataloge, die im Gegensatz eben zu dem offiziellen Katalog, den es gab, auch die Bilder reproduzieren, jeweils in einer Farbe nur. Interessant sind die ganzen Leerflächen, die sich bei den Farben Gelb, Rot und Blau ergeben, die dann im schwarzen Katalog eben gefüllt sind mit Text. Da Text in der Regel schwarz gedruckt wird, fehlt er in den anderen Katalogen. Die Ausstellung fand eigentlich dort statt, wo eben auch diese Printmedien ausgestellt sind. Das ist jetzt gar keine Ausstellungsfläche im offiziellen Sinne, sondern eben im Museumsshop oder am Postkartenständer, in der U-Bahn, an der Plakatwand. Ein System letztendlich, das ich da entwickelt habe, was mir einen Überfluss an Angeboten produziert, aus dem ich dann wählen kann, was ich tatsächlich realisiere. Aber genau da liegt eben der Moment, wo ich künstlerisch arbeite, eben das System zu entwickeln, was für mich die Kunst produziert. 2008 gab es die Gruppenausstellung im Modern Institute in Glasgow und dort beginnt auch die Serie 4 Vorschläge zur Veränderung von Modern, weil ich dort eben das Wort Modern aus dem Logo der Galerie genommen habe, in diesen Stoff geschnitten habe, wodurch sich dann die Typografie verzerrt hat. Und zwar kann man das Stoffstück 4-mal drehen und bekommt dadurch andere Leseweisen, Lesearten von dem Wort Modern und andere Formen, die ich dann als Schablone nutzen konnte für die Drucke, die gegenüber auf der gegenüberliegenden Wand hängen. Also das ist das Negativ letztendlich von dem schwarzen Stoffstück, was wir hier sehen. Was mit dem Wort modern aber zusammenhängt, ist die Besonderheit, dass jede Generation natürlich diese Modernität wieder für sich beansprucht. Insofern ist das ein Begriff, der eigentlich fortlaufend prozessiert wird. Mit dieser Vorgehensweise, dass ich sozusagen immer wieder einen Ausgangspunkt wähle, den ich verändere und dann eben diese Vorschläge zur Veränderung liefere, schaffe ich natürlich auch einen Überfluss an Produktion. Ich habe in einem frühen Text mal formuliert, dass der Akt der Beschriftung für mich in gewisser Weise den künstlerischen Akt darstellt. Ich denke, dass da ein Bereich außerhalb der Kunst eigentlich besetzt wird, den ich natürlich versuche, wieder ins Zentrum zu rücken.